ich freue mich auf viele verschiedene Menschen. Ja. Die Leute, die man eigentlich nur aus Instagram oder sonstigem kennt, mal endlich kennenzulernen und auch die Arbeiten zu sehen. Also ich finde die Ausstellung heute tatsächlich super wichtig, einfach um das Tätowieren mehr als Kunst anzuerkennen. Ich glaube, der Gedanke geht oft verloren. Ich würde sagen, also jetzt hier deutschlandweit ist das auf jeden Fall eins der größten Events der Art. Es gibt noch ein paar, jetzt kann man sagen, kleinere, die sind auch super kuratiert und ausgewählt, aber das ist schon 10 von 10. Gab es in der Vielfalt des Schönen noch mal was besonders für dich herausgestochen hat? Vielleicht so ein Werk, wo du lange stehen geblieben bist, wo du ganz viel gemerkt hast oder sagst, das würde mich noch mal mehr interessieren? Ich kann jetzt nicht von einem Werk sprechen, aber viele Werke, wo das Feminine auch herausgestochen wurde, das fand ich auch sehr schön und sehr inspirierend. Warum könnte denn so eine Ausstellung hier besonders wichtig sein für die Szene oder drumherum? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir damit ein bisschen öffentlicher werden. Also das war ja auch schon der Gedanke der ersten Ausstellung, dass wir aus den Tattoo-Studios rausgehen und ein bisschen die tattoo-fremden Räume erobern, den Kunstbereich. Raus aus dem Tattoo-Kunstbereich in den seriösen Kunstbereich, in die Galerie, genau. Ja. Wir treffen uns immer hier zu Malabenden und da war es so, dass ich vorher in einer Ausstellung in Berlin war, im Kabinett. Das war so für mich die erste Ausstellung, wo ich so geballt so viele Originale gesehen habe. Das hat mich irgendwie schwer beeindruckt, weil sonst hat man halt mal irgendwo ein Original gesehen oder mal hier und da, ansonsten halt eher Prints. Dass dann da wirklich nur Originale an der Wand hingen, das fand ich cool. Und dann haben wir dann darüber gesprochen und haben dann halt einfach gesagt, ey, wie wär's, wenn wir sowas mal machen? Adrian hat gesagt, ja geil, ich habe sowas schon mal in Südamerika gemacht. Lars war auch dabei. Adrian hat gesagt, ey, dann holen wir noch einen Holger mit dazu. Und ja, so war das damals. Ja, ich finde es schön, wenn man einfach so ein bisschen eben zeigen kann, dass wir halt eben nicht nur ein Medium beherrschen. Genau. Und wie viele verschiedene Medien es auch einfach gibt. So der eine malt auf Leinwand, der andere auf Holz, der andere bemalt eine Skulptur, der andere schnitzt was. Also es gibt so viele verschiedene Sachen und das ist ganz, ganz toll. Auch diese No-Maske mit den Fäden, Wahnsinn, also ultra schön. Und sowas ist einfach beeindruckend. Man sieht so, hey, wow, hätte ich nie dran gedacht. Ja. Schon toll. Und glaubst du, dass auch Leute, die jetzt keinen Bezug zur Tattoo-Szene haben, trotzdem hier ihren Spaß haben können? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich finde gerade das Tolle an unserer Tattoo-Szene ist, dass wir so vielseitig sind. Ja. Du kannst super düstere Sachen bekommen, aber auch super poppig, lustig, knallige Sachen, traditionelle asiatische Sachen. Es gibt so viele verschiedene Richtungen, Mandala, Pattern, Graffiti und das alles eben auch als Kunstform zu sehen, die halt eben nicht auf der Haut ist, finde ich einfach schön. Dass man Menschen, die sich mit Tattoos nicht zwingend befassen, einfach sehen, was es halt einfach so gibt. Also finde ich super toll. Also grundsätzlich ist alles wichtig, was das Tätowieren nach vorne bringt. Ob das jetzt eine Ausstellung ist, eine Convention oder irgendwas. Alles, was das Tätowieren, also die Tätowierer und Tätowierten zusammenbringt, halte ich immer für sehr wichtig, weil das ist das, was am Ende des Tages den Unterschied zwischen einfach nur ein Bildchen auf der Haut haben und ein Teil von einer Szene, Community, von einer Kultur zu sein. Ich denke, das ist immer der Ausschlag. Und es ist ja so, dass Menschen, die Teil von sowas sind, einen anderen Blick auf das Tätowieren bekommen. Ja. Ich sage immer, es gibt verschiedene Schichten. Du kannst einfach verschiedene Schichten von tätowiert. Du kannst ein Tattoo haben, du kannst dich mit Tätowierung beschäftigen. Und das sind ja viele Dinge. Und jede Schicht, die man damit quasi aufnimmt, die gibt dem Tätowieren ja einen Mehrwert.
Also für den Träger, aber auch für das Tätowieren selber. Also von daher finde ich alles, was in der Richtung passiert, was Menschen zusammenbringt und den Menschen ein anderes Bild vom Tätowieren gibt, immer wichtig. Ja. Und gerade weil du ja auch schon wirklich lange irgendwie da tätig bist, nicht nur als Tätowierer, sondern auch mit deinem eigenen Verlag und deiner eigenen Organisation, der Kaiserstadt Expo, gibt es da irgendwie auch schon Entwicklungen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast? Also siehst du, dass sich das irgendwie verändert in irgendeine Richtung? Also generell ist es ja so, dass, glaube ich, das Tätowieren sich in den letzten 15 Jahren extrem verändert hat. Die letzten 10 Jahre, die letzten 5 Jahre. Also die Veränderungen sind sehr, sehr, sehr extrem. Und ich sage immer, das Tätowieren war noch nie so schlimm, wie es heute ist, und es war noch nie so gut, wie es heute ist. Weil wenn man sich anguckt, was im Tätowieren passiert, es sind halt verschiedene Bubbles, in denen wir uns bewegen. Es gibt Gebiete im Tätowieren, die mich nicht interessieren wo ich keine Berührungspunkte habe. Aber in meiner Bubble oder wie man es ausdrücken will, da funktioniert das Tätowieren ja. Und das sehe ich ja auch immer jedes Jahr bei uns auf der Convention. Ja. Und da sieht man auch auf so Veranstaltungen hier, das funktioniert ja. Es sind wahnsinnige Beiträge, wahnsinnige Tätowierer, wahnsinnige Sachen, die jeden Tag entstehen, überall auf der ganzen Welt. Und diese Leute haben ja etwas erschaffen. Von daher finde ich, das Tätowieren war noch nie so gut, wie es heute ist. Es gibt Aspekte im Tätowieren, die sicherlich nicht gut sind. Aber wenn man seinen Platz im Tätowieren schafft, dann braucht man sich damit auch nicht zu beschäftigen, was negativ ist, sondern kann man sich mit dem Positiven beschäftigen. Man kann sich mit dem beschäftigen, was das Tätowieren nach vorne bringt. Also sowas wie hier heute, gute Tattoo-Conventions, Ausstellungen und sowas alles. Das bringt das Tätowieren nach vorne, weil es die richtigen Leute zusammenbringt. Und was bedeuten dir Tattoos so generell? Ich weiß nicht, es ist einfach so ein bisschen Selbstveräußerung oder ein bisschen Szenezugehörigkeit auch. Also das spielt auch ein bisschen eine Rolle mit. Also ja, so ein Teil von der Identität auf jeden Fall. Cool. Ja. In dem Zusammenhang weißt du vielleicht ja auch den Untertitel der diesjährigen Ausstellung, Inner Self. Ja. Genau. Hast du da auch schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, was das eigentlich heute bedeuten kann oder für dich vielleicht bedeutet? Was ich vielleicht denke, ist, dass ein paar Künstler auf jeden Fall ihr inneres Selbst dann eben auch oder Teile davon auf die Leinwand oder aufs Medium dann übertragen, je nachdem, mit was es gemacht wurde. Do you remember how you first reacted when you heard about the theme, Inner Self? I thought it was like super big theme. Yes. But you know, you can do whatever you want. Yes. But it was super deep to think about it. So yeah, good choice. And is this kind of self-reflection, was it new to you, or was it something you do it on a everything I do is the same theme. Okay. You know? Everything I do in tattooing and in painting is the same theme. So like for me. Your art is a form of self-discovery and expression? Yeah, always. Okay. My available tattoos, my available flashes are always talking about something inside me. So yeah. Ich fand das Thema eigentlich richtig spannend, weil es gerade um Inner Self geht. Das hat für mich halt auch relativ viel Bedeutung, weil ich Probleme auch mit mentalen Sachen habe. Haben ja wahrscheinlich einige Leute. Das hat für mich auch einfach sehr gut gepasst. Und dachte ich, das passt perfekt, passt meine Kunst vielleicht auch ganz gut zu. Und wie findest du es dann, Teil von so einer größeren Ausstellung zu sein, wo ja viele, viele Teilnehmende auch ihre Interpretation auf ganz unterschiedliche Weise mitgebracht haben? Wie fühlt sich das an? Richtig geil, muss ich sagen. Also es ist halt auch sehr beängstigend ein bisschen, einfach weil ja auch gerade so extreme große Namen hier sind. Da fühlt man sich halt schon ein bisschen so, okay. Aber es ist super cool, eine richtig große Ehre und ich freue mich sehr. Das passt ja vielleicht auch zu meiner letzten Frage, weil der Untertitel der diesjährigen Ausstellung lautet ja Inner Self. Und kannst du damit auch irgendwie persönlich was anfangen? Total. Habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass immer so Identitätsthemen in Tätowierungen mit einfließen. Schließlich entscheidet man sich ja, dass etwas unter die Haut gehen soll. Und vielleicht für immer bleibt. Also.
Was wir diesmal gemacht haben, wir haben beim allerersten Mal das Thema Sign of the Times gewählt, weil es irgendwie offen ist und einfach auch cool klingt. Ne? Das ist ein Song von den Chromax, Sign of the Times. Und dann gingen wir davon aus, dass es ziemlich, dann war es aber auch sehr heterogen, was wir bekommen haben. Ne? Und dann haben wir diesmal gesagt, okay, wir machen es ein bisschen spezifischer. Ja. Wir sprechen ein bisschen mehr an. Und ich hatte, glaube ich, erst die Idee gehabt, This is your future, nach so einem Song von Leonard Cohen. Er kam dann irgendwann um die Ecke, oh, Inner Self, und ich sagte, der Psychologe in mir, ja, besser, irgendwie halt, ne? Und das hat auch funktioniert. Also das war dann auf einmal gechannelter. Weil trotzdem die Bilder, die da hängen, sind super, aber jeder hat von sich was Inneres rausgegeben und das haben wir so, das war die Verbesserung. Ich finde es voll cool, wie alles so inszeniert wurde, dass es auch eine Wand gibt, wo viel hängt, wo die kleinen Sachen sind. Ich war überrascht. Ultra krass, was für Leute dabei sind und wie viel auch dann doch auf dieses Motto eingegangen wurde. Ja. Also es ist voll beeindruckend. Riesen Props an alle Veranstalter, ist mega geil, das braucht unsere Szene. Also wir sind super happy, auch ein Teil davon sein zu dürfen. The exhibition itself, it's like kind of amazing. Yeah. I'm from Poland, and in Poland, unfortunately, there is not such a thing like this. Okay. There is no really DIY kind of exhibition by tattooers for tattooers. Okay. Only like bigger, kind of more commercial events. Yeah. But you think events like these are important? I think nowadays it's even more important than any other time in the past, you know? And why is that so? Because tattooing itself, it's so big, and especially now when there is like AI and all of this kind of stuff, that truly people who truly value handmade and really value expression themselves are more and more valuable for me. Also den Ansatz, halt Tattoo-Kunst irgendwie aus der Tätowierszene rauszuholen und in ein anderes Licht zu rücken, finde ich extrem wichtig. Finde ich super schön, dass sich da Menschen die Arbeit machen und dahinter stehen und dann wirklich halt eben wie jetzt auch ein halbes Jahr damit verbringen so und ihre Freizeit dafür opfern letztendlich. Ne? Also solche Leute brauchst du dann halt einfach, um das zu machen. Und sowas müsste es mehr geben, meiner Meinung nach. Ne? Aber es ist auch, also es ist jetzt was Besonderes, weil es das halt noch nicht so häufig gibt. So, und dementsprechend macht es, glaube ich, auch schön und noch mal wertvoller, als wenn es dann auch wieder so eine Masse an Ausstellungen gibt, die sowas zeigen, so, weil dann die einzelne doch wieder untergehen würde. Was waren denn so deine Eindrücke? Was ich echt cool finde, dass das echt vielfältig war. Oder ist, was man mit den Materialien überhaupt machen kann, auf Holz, auf Papier, mit einem Kugelschreiber. Also wenn ich bedenke, was ich so künstlerisch von mir hergeben kann, ist das vielleicht ein Strichmännchen oder irgendwas. Das ist schon echt verrückt. Und gab es vielleicht auch so ein Werk oder mehrere, wo du vielleicht besonders lange stehen geblieben bist, weil das was mit dir gemacht hat? Oder du sagst, das hat mir besonders viel bedeutet oder damit konnte ich was anfangen? Ich glaube, es heißt Mimi Steph. Ich weiß es nicht genau. Es steht hier auf der Hauptwand mit dem Totenkorb und einer Zigarette und den Büchern. Ja. Halt auch Bücher wieder. Ja. Ich glaube, es ist einfach so ein persönlicher Bezug und es spiegelt so ein bisschen Dualität wider. Jetzt zum Beispiel outstanding ist das Baby vom El Santa, weil das halt diese Plastik ist. Und das ist natürlich unfassbar krass, wie viel Muse und Zeit da reingegangen ist. Würdest du dich anschließen? Ey, ich würde mich total anschließen. Ja. Ich finde es gerade schön, wenn man bei so jemand wie El Santa sieht, dass es einfach was anderes ist. Ich hätte jetzt ein Painting erwartet, ich habe jetzt ein tätowiertes Baby gekriegt. Ja. Das finde ich halt super cool zu sehen. So diese religiösen Motive mag ich eben. Also das ist so dieses indische Motiv, das ist schon genial. Großartig, oder eben der große Panther auf der Leinwand. Das ist schon impressive. Ja. So. Und
Gab es davon ausgehend vielleicht irgendwie auch so ein Werk, wo du sagst, boah, mit dem Künstler oder der Künstlerin würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber quatschen oder vielleicht nachher einen auf der Aftershow-Party anstoßen? Ja, also ne, ich weiß ja, das ist die Ganchanea, die mit den mehreren Armen, die den anderen Gott und die Arme drumherum gewickelt hat. Das war schon echt cool. Was würdest du dann die Person fragen? Ja, erstmal, wie man natürlich auf so ein Motiv kommt, wo man eigentlich anfängt. Also ich wüsste gar nicht, wo fängt man eigentlich mit so einem Motiv an. Nicht nur jetzt vom Technischen her, sondern also der Gedankengang, was dahinter steckt. Ich will jetzt gar kein bestimmtes Bild irgendwie rausstellen oder so, aber was ich glaube, was mir aufgefallen ist im Vergleich zum ersten Durchgang, ist, dass diesmal die Leute sich viel künstlerischer gearbeitet haben. Also beim letzten Mal, sag ich mal, war vieles noch relativ nah an so einem Flash irgendwie oder sowas Ähnlichem. Also ich sag jetzt mal was man jetzt vielleicht auch in einem Tattoo-Studio an der Wand sieht. Und man hat gemerkt, dass diesmal die Leute echt sich mehr getraut haben, dass die das auch schon noch mal mehr verstanden haben, wo wir hinwollen mit dieser Ausstellung. Denn natürlich interessiert mich auch besonders dein Beitrag zur diesjährigen Ausstellung, Tattoographie. Ja, ich hatte mir einfach überlegt, dass ich so meine zwei Leidenschaften, das Tätowieren und das Fotografieren, verbinde. Richtig, du hast ja seit einer Weile auch ein zweites Standbein. Das ist so, mit deinem ja, Standbein würde ich es nicht nennen, aber vielleicht ein Hobby. Ja. Und ich dachte, es könnte interessant sein, es zu verbinden. Und ja. Wer hat das Foto von dir gemacht? Das habe ich selber gemacht. Ah. Das war in Eigenregie, genau. Ja, ich habe dann natürlich noch trotzdem versucht, so ein bisschen diesen Stencil oder dieses Tattoo-Ding noch reinzubringen, indem ich dann nicht drauf gemalt habe. Weil ich glaube, das war technisch schwierig möglich auf der Oberfläche, sondern ich habe dann mehrere Tattoo-Stencils aufgebracht. Und das war dann eben die Zusammenkunft von Tattoo und Fotografie. Ich habe vor kurzem ein Foto von mir machen lassen mit so einer alten Tintype-Technik. Ja. Und dieses Foto diese Fotos sind extrem, kann man schlecht ausdrücken, die sind sehr statisch, weil man keine Ahnung, 40 Sekunden, 50 Sekunden lang stillhalten muss. Das heißt, man kriegt so einen versteinerten Gesichtsausdruck. Und dieses Bild habe ich gesehen und das hat bei mir so ein ganz komisches Ding ausgelöst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist eine Fotografie, die mich besser einfängt als alles, was ich vorher gesehen habe. Und das ist das Bild in dem... Und das habe ich dann abgemalt und der Galgen ist einfach, weil ich, keine Ahnung, seit ich 15 bin, habe ich immer wieder sehr dunkle Phasen in meinem Leben und beschäftige mich mit suiziden Gedanken mein ganzes Leben lang. Genau, und daher kommt dann halt aber mein Umgang damit ist eben das. Also, sieht negativer aus, sieht vielleicht düsterer aus, als es am Ende des Tages ist, aber das ist halt einfach immer man macht es halt, weil man es rauskriegen will und im Moment, wo man es raus hat, ist es ja wieder ein Stückchen besser. Für mich ehrlich gesagt war es nicht nur düster, sondern ich habe das irgendwie mit der Mauer, die so durchbricht, irgendwie an gewissen Stellen oder einreißt und dahinter erscheint dann irgendwie das vulnerablere Selbst vielleicht, habe ich schon auch als was möglicherweise Günstiges interpretiert. So für mich ist der offene Umgang mit dieser Thematik ist für mich, das macht dich unverwundbar. In dem Moment, wo du mit Depressionen, mit solchen Dingen offen umgehst, machst du dich eigentlich unverwundbar. Weil was soll dir jemand noch entgegenbringen? Umso mehr du versuchst, das zu verheimlichen, umso angreifbarer machst du dich. Das heißt, ich gehe mit dieser Thematik sehr, sehr offen um. Wie ist es bei dir? Suchst du deine Tätowierungen nach bestimmten Kriterien aus, die Motive, oder wie funktioniert das bei dir? Also mittlerweile habe ich schon so meine Favoriten. Also wie man sieht, ganz viele Mandalas. Da habe ich einen, da gehe ich nur für Mandalas hin. Dann die traditionellen, natürlich auch. Und dann, wenn es ein bisschen derber werden soll, ist natürlich der Jonas der Ansprechpartner. Genau. Habt ihr denn den Untertitel mitbekommen? Inner Self? Könnt ihr euch da irgendwas drunter vorstellen? Habt ihr da einen Bezug? Ja, wie beschrieben wurde, ne? Was das die Persönlichkeit aussagt und überhaupt. Ne? Die Art der Tätowierung, emotionale Verarbeitung von, was ich muss. Wären das so Kriterien, nach denen du auch deine ausgesucht hast? Teilweise ja,
aber mehr so wegen dem Stil selbst. Ja. Bei mir war es am Anfang Gruppendynamik. Also es gab nur ein einziges Studio in Gießen damals und da sind wir mit 3 Leuten hin. Jeder hat sich was machen lassen. Und dann habe ich erfahren, dass in Butzbach ein Tätowierer aufgemacht hat. Und da bin ich dann hin und da hat sich so eine Leidenschaft entwickelt. Und ich habe dann damals schon immer weitergemacht. Na, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und dachte mir so, okay, wie kann man in sich selbst reinhorchen und kann mal gucken, was ist man denn eigentlich so? Also zum Beispiel in meinem Fall ist es natürlich sehr wild aus, so, das weiß ich auch. Ne? Aber auch dieses, man hat trotzdem Herz, egal wie man aussieht, ne? Egal in was für eine Richtung das pocht und egal ob man jetzt sagt, wir definieren ja nicht, was gut und was böse, also wir definieren ja, was gut und was böse ist. Das heißt ja für jemand anderes was ganz anderes. Ne? Und da dachte ich mir, jeder trägt irgendwo eine Maske, jeder hat, ja, also ich habe das auf mich bezogen und dachte mir so, okay, ich sehe jetzt wild aus, aber trotzdem hat man ein Herz. Weißt du, es gibt dieses sehr harte, aber doch dann irgendwie eine weiche Seite da dran, wenn man das so salopp sagen kann. Doch, der Kontrast ist mir auch als erstes natürlich aufgefallen, so dieses dämonische Äußere von deinem Werk und dann innen drin aber dieses fast zarte, zerbrechliche Herz. Genau, ne? ich habe das wirklich mitsamt. Das sind so, dieses Herz, das habe ich tatsächlich aus Mexiko mitgebracht. Ja. Das sind so kleine Goodies da, die man da kaufen kann. Und die habe ich dann, wie gesagt, mit so einem Samt auch, mit so einem gelben Samt hinterlegt. So da drin, das ist halt wirklich dieses personifizierte, zarte da drin ist. Und andererseits außen die Fassade, wenn man so will, die ist ja durchaus auch handwerklich sehr traditionell fast mit Holz und Leder und Nieten. Gibt es da auch noch einen Hintergrund? Ja, der Hintergrund ist, ich bin ein sehr schlechter Ölmaler. Das ist der Einzige. Nee, ich bin tatsächlich, es macht mir, ich bin Tätowierer, ich bin kein Maler. So, und deswegen ist es halt so, mir so diese Techniken anzueignen, das ist sehr schön, das finde ich super schön bei anderen. Oder Wassertuschtechniken, wie auch immer. Ich komme aus dem Biker-Ding, aus einer Biker-Familie und da bin ich zum Tätowieren gekommen und da ging es nicht darum, Künstler zu sein. Es ging darum, irgendwie geil auszusehen, irgendwie auch so ein bisschen anders zu sein, sich abzuheben, nicht gemocht zu werden und so. Und da ging es, diese künstlerische Ebene war so ein weiteres Tool aus der Box für diese Sache. So. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich als Handwerker und als Motorrad-Interessierter bringe ich halt ein Handwerk mit rein und wollte was machen, was halt so ein bisschen raussticht und nicht ein Blatt Papier, ein statisches, sondern was dreidimensionales, was man auch anfassen kann, wo man noch so eine Ecken hat, was halt auch nicht perfekt ist. Ne? Also ich hätte es auch lasercutten lassen können, aber ich wollte es halt selber mit der Stichsäge Ja, das habe ich mich gefragt, ob das wirklich die Stichsäge war. Genau, alles mit Bogen gemacht und so. Und ich wollte es halt nicht perfekt machen. Ich wollte es halt nicht so machen, dass halt alles geleckt und gelutscht ist, so, sondern dass man halt sieht, okay, da hat sich jemand hingesetzt und hat das halt abends nach der Arbeit gemacht. Yeah, I think for me, I was also surprised, with the different media. This year we have a lot of oil paintings or different techniques, but really into art. Yeah. And I think that was one of the goals I was really surprised. Absolut. And I think that makes the exhibition special. That is a art exhibition from tattooers. It's not like a tattoo exhibition, it's art exhibition. Ich habe mir erst mal überlegt, was könnte man machen, aber ich war halt sehr schnell bei diesem Gedanken, so mein Inneres, was ist in mir? Und dementsprechend dachte ich mir, ich habe noch nie ein Selbstporträt gemalt. Und deswegen dachte ich mir so, eigentlich wäre es doch mal witzig, ein Selbstporträt zu malen, weil dann habe ich das so in meiner Sammlung. Ich würde niemals ein Selbstporträt malen, weil ich bin auch nicht so ein Schaut mich an Typ. Ja. Und deswegen war das aber irgendwie so ein, hey, vielleicht ist es an der Zeit, mein Selbstporträt zu malen. Und dann gleich so eins. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, so okay, was bin ich? Was sind meine Sachen? Und dann denkt man sich halt so verschiedene Emotionen und dann ist natürlich dieses Lachen, Weinen, Wut, wie auch immer. Und dann habe ich so Fotos von mir gemacht und habe halt sehr schnell anhand der Emotionen, die ich versucht habe darzustellen, auch gemerkt, wer bin ich, was zeichnet mich aus. Und ich bin halt nicht so der sehr weinerliche Mensch, was aber vollkommen okay ist. Wenn jeder Mensch hat Gefühle und das ist auch wichtig, die zuzulassen. Bei mir ist es aber so, auch wenn ich das habe, ich weine durchaus und das ist ja auch
ganz normal. Ich habe nur immer das bei mir, wenn ich weine, dann bin ich eher der, was man auf einem Bild sehen würde, der mich anschreit und sagt so, stell dich nicht so an. Was nicht unbedingt positiv ist. Und das ist ja auch so ein Ding, man sollte so Gefühle ja zulassen. Aber ich habe auf dem Bild ja gezeigt, was mich treibt. Nicht, dass ich diese Gefühle nicht auch habe, Ja, aber wie ich mich sehe. ja. Und dann bin ich halt eher der sich so anschreit und sagt, stell dich nicht so an. Ja. Auf einer nicht so negativen Art und Weise, aber so würde ich mich halt motivieren. Dass wenn irgendwas nicht läuft und bevor ich halt den Kopf in den Sand stecke, würde ich mich eher schütteln und sagen so, streng dich an, mach mehr, dann läuft es schon. Und so habe ich halt irgendwie so meine verschiedenen Charakterzüge rausgesucht, die mich so ein bisschen ausmachen, wo ich mir denke, so ja, das Pi mal Daumen so, das ist wie ich ticke. Total spannend. Und zentral ist aber auch eine Version von dir, die sehr gefasst wirkt oder sehr stark irgendwie. Die So in der Fassade. Mitte. So. Die Fassade ist das? Ja, Ah, genau. Das ist, so funktioniere ich halt einfach. Und dementsprechend. Du empfindest das aber, wenn ich das so raushöre, schon auch als was Hilfreiches, oder? Weil der Titel bedeutet für mich ja irgendwie so, ich schaffe es irgendwie auch, das innere Chaos vielleicht damit ein bisschen zu beruhigen oder zu kanalisieren oder was auch immer. Ja, so ein bisschen. Ich bin halt, was man in dem Bild auch sieht, diesen Tornado, der so nicht umgeht. Strudel. Das sind halt diese Gedanken, die um einen fliegen und man muss das tun, man muss das tun, hier und da versuche ich halt quasi ruhig zu bleiben. Ja. Das ist halt so ein bisschen meins, so ich halt eine Strategie. Sag so, ich bin ruhig und dann schauen wir mal, was daraus wird. I just saw it. I don't know. You saw it? Yeah. You had I a clear think- vision of it? Yeah, in my mind when I read the theme, And then you brought it to life? Yeah, that's it. No big studies or stuff, and so many different meanings of everything. But I just imagine it. So yeah, Okay. I did it. Yeah. That's actually a question I wanted to ask you. Uh-huh. If the details in it have a specific meaning to you, or Yes, okay, and do you want to talk about it, or is it too personal? pretty personal, pretty difficult maybe to Okay. explain everything. But it's talking about, the main subject is inside a structure, easy to go out, but he decided to stay inside. He decides to stay inside, or is Yeah. trapped? Like decided, but yeah, maybe not conscious. And yes, like everything is like to balance to bad vibes or bad thoughts and good ones. So it's like searching for something higher, something better, Yeah. but with always a dark side. So Okay. yeah, that is my mind. I'm big metalhead, so it's really, if you look back at maybe Anthrax or Megadeth album covers, there's like obvious similarities. I love it, and Peace itself, it's every one of us, like this body, it's only avatar kind of. John Doe. Yeah, exactly. Only this icon who we are showing to other people every day, but inside it's kind of different story. Sometimes it's ugly, sometimes it's beautiful, and sometimes ugly it's beautiful. So, Yeah. And the autopsy motive that you used in your picture? I mean, it's the simplest relation. Inner self, autopsy, Everyone at the end, even if you die from the natural causes, you're gonna be cut out and everyone gonna see you from inside. And is it also a bit of a societal critique? Because Yeah. in the top left corner, there's something like, do people even care? Or Yes, exactly. Because you can see every day people who are called crazy in society every day, and sometimes it's not so simple, like saying, "Oh, this person is crazy," or I think the society is crazy. exactly. And society made
made us this way in sort of way, you know. The circle sizes and all surroundings, they are shaping our self. Wie ist dann die Idee zu deinem Bild entstanden, ganz konkret? Und was versuchst du damit zu vermitteln, umzusetzen? Also eigentlich was sehr Persönliches, vielleicht auch so ein bisschen... Kannst du es auch umreißen? Das passt auch ein bisschen zu meinen Tattoos, die ich am Hals habe. Einfach, dass ich quasi Probleme mit einer Angststörung habe, die ich halt immer so ein bisschen als einen schwarzen Löwen dargestellt habe und noch einen guten so als Gegenspieler. Ja, das ist so das Grobe. Spannend. Das heißt, Tätowierungen sind für dich nicht nur Ästhetik, sondern auch mit einer Bedeutung ja, auf jeden beladen? Fall. For me, the idea for the Ausstellung was to bring a little bit to give something back to tattooing. No, I tattooing give everything to me, so it was to give a little bit back, and of course the best way is to do it with friends and colleagues. No, I think we was a good project and a good collaboration. Ja, ich glaube auch so eine Legitimierung dem Ganzen zu geben, dass es eben dieser bisschen schmuddelige Anstrich, den Tätowieren vielleicht hier und da hat oder so in der Allgemeinheit vielleicht hat, dass man das so ein bisschen aufbricht und so sagt, hey, schaut mal, Tätowieren ist jetzt nicht das, was ihr irgendwie im Privatfernsehen seht und irgendwie Horror-Tattoos und Pipapo, sondern dass eben Tätowieren so viel mehr ist, auch als eben nur die Tattoos auf der Haut, dass die Künstlerinnen und Künstler da einfach noch viel, viel mehr Mehrwert schaffen und einfach so künstlerisch tätig sind. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir war, als du erfahren hast, was der Untertitel der diesjährigen Ausstellung ist und was es dann mit dir so gemacht hat und wie du zu deinem Motiv letztendlich auch gekommen bist? Also irgendwie habe ich, Inner Self, irgendwie so was in einem selber vorgeht, aber ja, auf jeden Fall etwas, was mit einem selber zu tun hat auch, was man vielleicht durchmacht oder irgendwas, was einen begleitet. Genau, daran habe ich irgendwie gedacht. Und für dein Werk hattest du dann so eine klare Idee, wie das aussehen soll, oder hat sich das eher entwickelt? Ich habe irgendwie gedacht, dass es auf jeden Fall was zu tun haben soll mit dem, was ich mache, also was ich zeichne und mit mir selber. Und dann, irgendwie öfter habe ich gehört, dass die Frauen, die ich zeichne, aussehen wie ich. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, diesmal zeichne ich einfach mich selber. Spannend. Genau. Und dann ist das irgendwie alles zusammengekommen. Ja, und auch so die Materialwahl, da ist ja auch Blattgold dabei. Was hat dich da inspiriert? Also es war irgendwie so, dass ich gedacht habe, ja, ich mache einfach nur Acryl. Und dann irgendwie hatte ich immer mehr Ideen und dann habe ich gedacht, ja, jetzt will ich irgendwie noch, dass es glänzt, weil ich gerne Latex auch trage privat. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwie muss das auch noch mit rein. Und das ist das Harz dann? Genau, das ist das Harz da. Genau. Ich wollte unbedingt, dass es irgendwie noch so eine Glanzschicht auf jeden Fall. Total spannend. Nun kann man ja trotzdem sagen, dass das Bild auch ein bisschen was Düsteres hat, vielleicht auch generell wie deine Kunst. Glaubst du, dass du als Künstlerin da auch eine gewisse Verantwortung hast, wenn du so eher schwere Themen, der Titel ist ja auch in eine Richtung, wo man sagen kann, vielleicht ist das für manche Leute eher ein schweres Thema, dass du da eine Verantwortung hast im Umgang mit sowas, wenn du das interpretierst auf diese Weise, oder? Also bisher, ich zeichne ja öfter irgendwie Motive in der Richtung oder sehr, sehr düstere Sachen auch. Und zum Beispiel meine Kunden geben mir immer das Feedback, dass die sich eher gesehen fühlen dadurch und dann irgendwie sich dahin gezogen fühlen, weil die das Gefühl haben, jemand versteht sie oder jemand sieht irgendwie, was sie auch fühlen. Und deswegen finde ich eher, dass es etwas zusammenbringt, eher als es wegstoßt. Und die es wegstoßt, die brauche ich zum Beispiel auch nicht. Und vielleicht ist es ja auch gut, dass die dann auch angeregt werden mit irgendeinem Gefühl dazu. Ja, ich glaube, ich habe dann einfach trotzdem die Körpersilhouette genommen, weil das ja die Form irgendwie ganz gut abbildet. Ja. Im Kopf zum Beispiel Sachen gemacht, die mir durch den Kopf gehen oder an die ich denke. Und dann der Rest war dann schon intuitiv, wo ich dann nicht mehr viel nachgedacht habe, was dann quasi aus mir herauskam, irgendwie Sinn ergibt. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen reingepackt, aber es war ein Mix aus vielem. Aber das ist ja ganz spannend, dass eben genau das passieren kann. Wenn ich einmal anfange, mich damit zu beschäftigen, dann passiert da irgendwie noch mehr und dann entwickelt sich was weiter. Das kann ja genau auch ein Prozess sein, sich damit weiter auseinanderzusetzen über Kunst. Also es ist schon sehr persönlich, aber dann wahrscheinlich auch Sachen, die unterbewusst abgehen. Ja.
und die dann trotzdem mich zeigen, weil ich daran denke, aber jetzt auch nicht irgendwie so bewusst eine Wirkung erzeugen sollen. Und ich habe ja da quasi so Orbs drauf, also Kreise, die Sinnbild sind für meine Kraft, die innere Power, so was man anzapft, wenn man irgendwas machen möchte. Weiß nicht, ob es manche die Seele oder was auch immer nennen wollen, so, ne? Und das ist quasi auch irgendwie, dazu habe ich ein bisschen die Connection verloren die letzten Jahre. Okay. Und da suche ich halt meinen Weg wieder hin. Und dieses ganze Verkopfte, wie ich bin, das sieht man an diesen ganzen wiederholenden Mustern. Das ist ja am Schluss dann irgendwie so ein biomechanisches Ding geworden, was eigentlich gar nicht die Intention war. Ich habe angefangen mit den Umrissen von einer Kaktee, weil ich mich super viel mit Kakteen und Sukkulenten beschäftige. Ja. Und die Form hat es dann irgendwie angestoßen. Und dann ging es los mit diesem stacheligen Ding. Ja. Und am Ende ist es ja auch irgendwie, umschließt es ja auch diese Kräfte, ne, dieses Zentrum und beschützt es aber auch durch diese Stacheln. Und diese ganzen Verbindungen sind dann halt Gedankengänge. Und so Connections halt, die so innerlich passieren. Und die Farbwahl war auch bewusst? Ne, ich habe halt einfach eine Zinkplatte genommen, weil es ist ja eine Ätzung. Und das habe ich bis jetzt mit Zink und mit Kupfer gemacht. Und Zink funktioniert einfach ein bisschen besser. Okay. Da passiert ein bisschen mehr Brutzel-Action. Okay. Und du hast dann halt eine schöne Haptik und ich liebe halt so gealterte, oxidierte Dinge, die irgendwie gelebt haben, nach was aussehen. So. Yeah, for me it was like super easy. Really? Yeah. Really. Because self-discovery is something you do on a regular basis? Yeah, because I'm living like problems every day. So my title was like enjoy problems. So the idea was like to put like two painting into one view. So it depends from which side do you see it. It's gonna show like and reveal what's the meaning behind it. And the title was like enjoy problems. So finding always like the best out of every day like trouble that can happen. Das ist ja mittlerweile ein riesengroßes internationales Projekt geworden. Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt nehmen teil, auch aus Südamerika, ganz Europa. Da interessiert mich auch so ein bisschen, was macht denn da auch Gießen oder Mittelhessen vielleicht besonders? Welche Rolle spielt es, dass wir das genau hier besuchen können? Ja, wir kommen halt alle aus Gießen, wohnen in Gießen oder haben da lange gelebt. Und dann war das für uns klar, okay, wir machen es auf jeden Fall in Gießen. Und ich glaube, es ist natürlich auch dann, das war jetzt nicht im ersten Moment vielleicht die Idee, aber ich denke mal, das ist jetzt dann beim zweiten Durchgang schon ein bisschen klarer geworden, dass man natürlich auch so Gießen, Mittelhessen, die Region so ein bisschen mehr ins Spotlight rückt, weil es gibt ja eben hier auch echt eine lebendige Tattoo-Szene, viele Tätowierer und Tätowiererinnen und genau, dass man das halt auch so zeigt, dass man ja so ein bisschen Gießen eben repräsentiert damit. Das ist auch so ein bisschen so das Dankbare, was bei all dem passiert ist. Ich meine, es ist eine Menge passiert, so an Feedback, was man eben halt so bekommen hat. Aber so, wie der Jonas schon angesprochen hat, man tut was für die Region, in Anführungsstrichen. Das war auch irgendwie so der dankbare Punkt bei dem Feedback. Ne? So, Mensch, jetzt ist Gießen mal nicht nur bekannt für das Elefantenklo. Jetzt gucken die Leute in Google und finden dann diese Ausstellung. Und das hat schon richtig funktioniert. Und Gießen ist irgendwie machbar. Man kann da wirklich, wenn man ein Projekt hat und man ist so ein bisschen vernetzt. Es ist gleichermaßen klein wie groß. Man kennt irgendwo jeden. Und dann kann man einfach, man hat das Gefühl, man kann einfach mal was starten, was ausprobieren, so. Da es ja eine Folgeveranstaltung ist zum ersten Teil, kann es ja auch sein, dass euch dann gerade im Vergleich noch irgendwas besonders wichtig war, dieses Mal zu berücksichtigen oder anders zu machen. Habt ihr da irgendwie was gelernt aus dem ersten Durchgang? Ja, ich glaube noch, wir haben eine gute Basis. Ja. Wir lernen mit dem Prozess. So, ja, hat gesagt, no, das erste Mal war natürlich schwierig. Dieses Mal war es gut. No? Wir haben eine schöne Reise. No? Alles war in der gleichen Richtung. So kann ich sagen, no? Es war alles ganz gut. Natürlich, wir haben unsere Differenz.
Aber was gut Prozess. Der Basis war da und ja, wir kann an der letzten Minute ein kleines Problem oder so, aber alles ist gut. Ne? Wir haben keine großen Probleme, was alles super, alles einfach. Und ich glaube, das nächste Mal werde besser, weil wir haben jetzt die Arbeit gemacht und die Leute kennen uns. So ich glaube, das nächste Mal werde viel besser. Ich glaube, was für uns klar ist eben, dass es diese Tattoo-Kunst gibt, die eben nicht die Tätowierung auf der Haut ist, sondern irgendeine andere Art von Kunst, die eben von Tätowierern und Tätowiererinnen gemacht wird. Das ist für uns klar, dass es das gibt. Und ich glaube, was man halt nochmal auch so ein bisschen rausstellen muss, ist eben, dass das in den Köpfen ankommt. Weil Leute, wenn die hören Tattoo-Kunst, dann denken die, ja, Fotos von Tätowierungen oder was wird dann da ausgestellt. Also, dass man das nochmal so klar macht und ich denke, das wird dann beim nächsten Mal auch nochmal klarer. Wir gehen davon aus, dass es in 2 Jahren nochmal irgendwo 10% besser wird oder wie auch immer. Ne? Das heißt, wir können uns auf eine 3. Edition freuen? 4., 5. definitiv. Also wirklich das, was ich auch mit der Stadt Gießen oder wir mit der Stadt Gießen ausgemacht haben, da war ich ein bisschen gierig irgendwie halt. Ne? Da sagte irgendwie die Stefanie Jackson, an der Stelle gegrüßt, cooler Titel, Sign of the Times. Ich sag, es gibt noch einen cooleren. Also, wer denn so? Und ich sag, Sign of the Times römisch 2. Die so, okay, ich verstehe. Und da so eine Plattform zu schaffen irgendwie halt, ne? Dass man sich daran gewöhnt oder darauf einrichten kann ein Stück weit. So eine Art Marke, das war auch so ein bisschen das Ziel. Und ich glaube, dass toi, 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 das passiert jetzt auch. So, komm ab. Okay.